die Akademie der Vernunft und Baruch präsentieren die Geschichte Chinas, Teil 7. Das letzte Kaiserreich, die Qing-Dynastie und die Geburt des modernen China. Die letzten Tage der Qing-Dynastie, ein Reich am Abgrund. Die einst mächtige Kaiserdynastie Chinas zerfällt unter dem Druck von Korruption, Kriegen und ausländischen Mächten. Wie konnte es so weit kommen? Und was bedeutete ihr Fall für das moderne China? Im Laufe des heutigen Treffens werden wir uns mit der Qing-Dynastie befassen, der letzten kaiserlichen Dynastie Chinas. Sie entstand und gedieh aus der Asche der Ming-Dynastie, die wir bei unserem letzten Treffen betrachten konnten. Die Gründe für den Niedergang und den Fall der Ming-Dynastie lassen sich grob auf eine ungünstige Kombination aus einer Reihe tiefgreifender interner Probleme, dem Zerfall des Verteidigungs- und der Militärkapazitäten und der zunehmenden Bedrohung durch die Mandschus zurückzuführen. Zu den internen Krisen kann man sicherlich den verheerenden Umstand zählen, dass die Ming-Bürokratie zunehmend korrupt und ineffektiv wurde. Viele Beamte waren mehr an ihren eigenen persönlichen Interessen als am Wohl des Staates interessiert, was zu öffentlicher Misswirtschaft und Unzufriedenheit in der Bevölkerung führte. Erschwerend kam hinzu, dass China in den letzten Jahrzehnten der Dynastie von schweren Hungersnöten, Überschwemmungen und Dürreperioden heimgesucht wurde. Diese Naturkatastrophen verringerten die Nahrungsressourcen und vergrößerten die Not der Bauern. Nicht zuletzt erhöhte der kaiserliche Hof zur Finanzierung von Kriegen und kaiserlichen Projekten die Steuern, was die Landbevölkerung zusätzlich belastete. Dies verschärfte die sozialen Spannungen und trug zu Ausbreitung von Revolten bei. In militärischer und verteidigungspolitischer Hinsicht gelang es dem Reich trotz der großen Ming-Armee nicht, eine wirksame Verteidigung gegen externe Angriffe, insbesondere gegen die Mandschus aus dem Norden, aufrecht zu erhalten. Als die Ming-Dynastie zerfiel, war die Armee, die eine Stütze der kaiserlichen Macht gewesen war, stark geschwächt und durch interne Konflikte gespalten. Diese Konflikte resultierten aus Spannungen zwischen militärischen Fraktionen, persönlichen Rivalitäten und dem Zusammenbruch der zentralen Kommandostruktur. Die Ming-Armee war in regionalen Kommandos aufgeteilt und die Generale agierten oft autonom und ignorierten oder missachteten kaiserliche Befehle. Dieser Mangel an Koordination erschwerte die Bekämpfung interner Revolten und mandschurischer Invasionen. Viele Generale versuchten, ihre persönliche Macht auf Kosten der Einheit der Armee zu vergrößern. So verriet beispielsweise Wu Sangui, ein führender Ming-General, schließlich die Dynastie und kollaborierte aus persönlichem Interesse mit den Mandschu. In der Endphase der Ming-Dynastie wurden viele militärische Posten verkauft, anstatt an kompetente Personen übertragen zu werden. Dies führte zu einer ineffektiven Führung, da viele Offiziere weder Erfahrung noch entsprechende Fähigkeiten besaßen.
Die Korruption schürte die Unzufriedenheit der Soldaten, die sich oft unterbezahlt oder gar ihrer Rationen beraubt sahen, weil sie von ihren Vorgesetzten unterschlagen wurden. Dies förderte Desertionen und interne Rebellionen oder Revolten. Ab einem bestimmten Punkt sah sich die Ming-Armee gezwungen, mit lokalen Milizen und Söldnerkontingenten zusammenzuarbeiten, die sich oft nicht an die zentralen Anweisungen hielten. Die Spannungen zwischen der regulären Armee und diesen irregulären Kräften führten zu Zusammenstößen und allgemeiner Ineffizienz auf dem Schlachtfeld. Wie es beim Einsatz von Söldnern häufig der Fall ist, verbündeten sich viele lokale Milizen mit Rebellen oder mandschurischen Eindringlingen, die besser bezahlten, sodass es für die Ming schwierig war, die Kontrolle über das Gebiet zu behalten. Ein weiterer Grund für dieses Desaster war die Tatsache, dass in der Ming-Dynastie eine historische Spannung zwischen der zivilen Bürokratie, konfuzianische Literaten, und dem Militär herrschte. Die zivilen Beamten, die den kaiserlichen Hof beherrschten, behinderten häufig die militärischen Befehlshaber, kürzten deren Mittel und schränkten ihre Autonomie ein. Dadurch wurde die Fähigkeit der Armee, wirksam auf Krisen zu reagieren, untergraben. Aufgrund nicht gezahlter Löhne und unhaltbarer Lebensbedingungen desertierten viele Soldaten und stellten sich in den Dienst der Rebellen oder sogar der Mandschu. Dadurch wurde die Fähigkeit der Ming-Armee, sich zu verteidigen, weiter eingeschränkt. Die Dynastie wurde durch eine Reihe von Bauernrevolten geschwächt. Eine der bedeutendsten war die von Li Zicheng, einem ehemaligen Postboten, der zu einem charismatischen Rebellenführer wurde. Als der Rebell Li Zicheng 1644 auf Peking vorrückte, waren viele Ming-Truppen bereits demoralisiert oder in andere Schlachten verwickelt und einige Einheiten schlossen sich sogar den Rebellen an, wie wir bereits erwähnt haben. Die Kapitulation der Hauptstadt war eine direkte Folge dieser internen Zersplitterung. Nach dem Fall von Peking verbündete sich General Wu Sangui, der für die Verteidigung des Shanhai-Passes verantwortlich war, wie bereits erwähnt, mit den Mandschu, um Li Zicheng zu besiegen. Diese Entscheidung ermöglichte es den Mandschus jedoch, die Kontrolle über China zu übernehmen und den endgültigen Fall der Ming zu beschleunigen. Die Qing übernahmen die Macht und leiteten eine neue Ära in der chinesischen Geschichte ein. Doch der Fall der Ming markierte auch das Ende einer Periode des Nationalstolzes und des kulturellen Wohlstands. Der letzte Kaiser der Ming-Dynastie, Chongzhen, erhängte sich 1644 am Gürtel, nachdem er auf die Innenseite seiner Kleidung geschrieben hatte, Zitat, wir, arm an Tugend, haben den Zorn der Götter und des Schicksals auf uns gezogen. Meine Minister haben mich belogen und ich schäme mich, meinen Vorfahren zu begegnen. Ich warte auf die Rebellen, die meinen toten Körper in Stücke reißen. Ich bitte nur darum, dass sie nicht einen einzigen meiner Untertanen anrühren. Zitat Ende. Die Eroberer der Mandschurei gaben ihm ein ehrenvolles Begräbnis. Mit der Eroberung von Peking gründeten sie die Qing- oder Qing-Dynastie, was so viel wie die reine Dynastie bedeutet. Diese letzte kaiserliche Dynastie in der chinesischen Geschichte wurde nicht von der herrschenden Han-Dynastie, sondern von den Mandschu gegründet. Dieses Volk hat seine Wurzeln in dem Gebiet
zwischen dem nördlichen Tal des Gelben Flusses und der mongolischen Steppe, das sich bis zur Küste gegenüber Japan erstreckte, sowie zwischen Korea im Süden und den heutigen russischen Gebieten gegenüber der Insel Sachalin im Norden. Zwischen dem 2. und 1. Jahrtausend vor Christus waren sie als Jurchen bekannt. Die Jurchen, auch Jurchen oder Tschurtschen genannt, waren ein tangusisches Volk aus der Ostmandschurei. Im 12. Jahrhundert gründeten sie die Jin-Dynastie, bekannt als die Goldene Dynastie, wurden aber durch die Mongoleneinfälle von Genghis Khan und Kublai Khan und die nachfolgende Yuan-Dynastie in Anführungszeichen ausgelöscht. Unter ihrem Anführer Nurhaci von 1559 bis 1626 nutzten die Mandschus jedoch das Chaos, das durch die bereits erwähnten internen Revolten und Unruhen im Ming-Reich entstanden waren, und eroberten es. Nach dem Tod von Kaiser Shenzhen besetzten die Mandschus Peking und machten sich daran, das gesamte Reich zu erobern. Sie blieben bis 1912 in der Hauptstadt und beendeten mit ihrem Sturz auch die Monarchie in China nach 6000 Jahren. Shunzhi 1638 bis 1661 wurde zum ersten Kaiser der neuen Qing-Dynastie gekrönt und eroberte die Mongolei, Korea, Indochina, Tibet und Turkestan. Er führte die Haarzopfordnung ein, die jeden Chinesen dazu zwang, sich den vorderen Teil des Schädels zu rasieren, das Haar am Hinterkopf wachsen zu lassen und es dann zu einem Zopf zu binden. Wer mit normaler Haarpracht angetroffen wurde, wurde einfach geköpft. Die Han wurden auch verpflichtet, sich als Zeichen der Loyalität gegenüber der Dynastie im Mandschu-Stil zu kleiden. Sein Nachfolger Kang Ji oder Kang Shi von 1661 bis 1722 schenkte China das wohlhabendste, friedlichste und angesehenste Reich in seiner Geschichte. Er war erst 7 Jahre alt, als er gekrönt wurde, und während seiner 54-jährigen Herrschaft regierte er so gerecht und weise, dass die gebildeten Inder unter Aurangzeb und die Franzosen unter Ludwig XIV. Mit Neid auf ihre chinesischen Zeitgenossen blickten. Kangxi führte ein sehr bescheidenes Leben und bereiste sein 13 Millionen Quadratkilometer großes Reich in alle Richtungen. Wo er auf Ungerechtigkeiten und Missstände stieß, beseitigte er sie mit unnachgiebiger Hand. Er überarbeitete das Strafgesetzbuch von Grund auf. Seine Neugierde auf Kultur und Wissenschaft war grenzenlos. Kunst, Belletristik und Wissenschaft blühten unter seiner Herrschaft auf. Die Porzellanherstellung erreichte ihre Vollkommenheit. Er war gegenüber allen Religionen absolut tolerant und unterhielt sehr enge Beziehungen zu den Jesuiten, die ihn in Latein unterrichteten. Als er 1722 starb, hinterließ er folgende Prophezeiung. Zitat: Es gibt viele Gründe, warum wir befürchten müssen, dass China in den kommenden Jahrhunderten oder Jahrtausenden in Konflikte mit den westlichen Nationen verwickelt sein wird, die uns über die Meere erreichen und dass diese schließlich zum Untergang unseres Reiches führen werden. Zitat Ende.
Auf den Thron folgte sein vierter Sohn mit dem kaiserlichen Namen Yongzheng 1678 bis 1735, der mit eiserner Faust gegen die Korruption kämpfte, die sich langsam in die Verwaltung einzuschleichen drohte. Um dem Reich eine starke Verwaltungsstruktur zu geben, richtete er eine allgemeine Kommandozentrale ein, die letztlich nichts anderes als ein Ministerrat war und dies bis zum Ende der Dynastie blieb. Nach seinem Tod folgte ihm sein Sohn Qianlong 1711 bis 1799 auf den Thron, der seinem Großvater in mancherlei Hinsicht in nichts nachstand. Er regierte sein Reich genau 60 Jahre lang, bevor er formell abdankte, hielt aber bis zu seinem Tod die Zügel der Macht in der Hand. Kaiser Qianlong war ein begabter Dichter und schrieb rund 34.000 Verse. Einige von ihnen waren so schön, dass Voltaire an ihn schrieb, Zitat, „Ich beglückwünsche mich zu den reizenden und erlauchten Versen des weisen Königs von China." Zitat Ende. China hatte etwa 150 Millionen Einwohner und Reformen waren sehr schwierig umzusetzen. Kaiser Qianlong versuchte, die Tradition abzuschaffen, die Füße der Frauen einzubinden. Dieser Brauch war von Kaiser Li Ho-Chu 970 während der Song-Dynastie eingeführt worden und bestand darin, die Füße von Mädchen im Alter von 7 Jahren sehr eng zu binden, um ihr natürliches Wachstum zu verhindern. Wenn sie zu Frauen wurden, konnten sie nur mit sehr kleinen und zaghaften Schritten gehen, was ihnen eine Anmut verlieh, die den chinesischen Männern gefiel. Dieser Brauch wurde erst mit der Revolution von Mao Zedong, der im Westen bis in die jüngste Zeit Mao Zedong genannt wurde, vollständig abgeschafft. Kaiser Qianlong war in seiner Jugend ein hervorragender General gewesen und sah sich während seiner Regierungszeit oft gezwungen, sich gegen Invasionen und innere Aufstände zu verteidigen. Zu diesem Zweck führte er seine Armeen persönlich und musste sehr blutige Schlachten schlagen, wie die von Sichuan, Xinjiang und der Mongolei. Seine beiden größten Herausforderungen waren jedoch 2 Seuchen, die sich als verheerend für Chinas Zukunft erweisen sollten. Die erste, Korruption und der weit verbreitete Opiumkonsum. Opium wurde in China schon seit langem für medizinische Zwecke verwendet. In diesem Zusammenhang wurden kleine Mengen im eigenen Land hergestellt. Doch nachdem die Chinesen das Tabakrauchen von den Portugiesen kennen und lieben gelernt hatten, begannen sie allmählich neben Tabak auch Opium zu konsumieren, wobei die Tendenz stark zunahm. Der von der East India Company betriebene Handel spielte bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle. Die Ostindien-Kompanie, die wir bereits in unserer Begegnung Geschichte Indiens vom Marathi-Reich über die indische Tradition und Gandhi bis heute erwähnt haben, besaß das Monopol für den Handel zwischen England und China und brachte vor allem Seide und Tee auf die britischen Inseln. Ursprünglich wollten die Briten ihre Einfuhren zumindest mit den Erlösen aus den Wollerzeugnissen aus Yorkshire nach China ausgleichen. Aber sie erkannten bald, dass die Ausfuhr von Wollerzeugnissen im Vergleich zur Einfuhr von Tee und Seide zu einem erheblichen Handelsdefizit zu werden drohte. Der Handel mit Wollprodukten erwies sich als Fehlschlag und so wurde das wachsende Interesse der Chinesen an Opium ausgenutzt.
Die Ostindien-Kompanie besaß Mohnplantagen und Raffinerien in Bengalen und begann einen groß angelegten Opiumhandel mit China. Dies glich nicht die Handelsbilanz aus, sondern brachte auch enorme Gewinne. In China jedoch führte der rapide Anstieg des Opiumkonsums innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer sozialen Katastrophe enormen Ausmaßes. Im Jahr 1729 erließ der Kaiser ein Edikt, das seinen Untertanen das Rauchen und den Handel mit Opium verbot. Seine Maßnahmen zeigten keine Wirkung. Die Beziehung zwischen dem Kaiser, der hilflos zusehen musste, wie zahlreiche seiner Untertanen starben, und der Ostindien-Kompanie verschlechterten sich erheblich und arteten in einen schweren diplomatischen Zwischenfall aus. Die diplomatische Delegation, die der britische König Georg III. 1796 unter der Leitung von Lord Macartney unter dem Vorwand entsandte, ein neues Handelsabkommen zwischen China und England auszuhandeln, diente einzig und allein dem Zweck, Zeit zu gewinnen, damit die Ostindien-Kompanie ihre Handelsansprüche weiterhin erfüllen konnte. Kaiser Qianlong erkannte bald die britischen Absichten und sandte König Georg III. Folgende Antwort, Zitat: Wir legen keinen Wert auf die seltsamen und genialen Gegenstände, die Sie mir geschickt haben, und ich weiß nicht, was ich mit den in Ihrem Reich hergestellten Erzeugnissen anfangen soll. Zitat Ende. Unmittelbar danach erließ der Kaiser ein Edikt, in dem das Rauchen und der Opiumhandel unter Androhung schwerer Strafen erneut verboten wurde. Die britische Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Beamte der Ostindien-Kompanie knüpften sehr enge Beziehungen zu chinesischen Verbrecherbanden, förderten eine strukturierte und geheime Organisation unter ihnen und begannen den Opiumkonsum auf gut organisierte Weise zu verbreiten. Diese Verbreitung des Opiums vervielfachte die Importe. Waren es um 1800 noch etwa 4.500 Ballen Opium zu 133 Unzen pro Ballen, also etwa 300 Tonnen pro Jahr, so stieg die Zahl bis 1821 auf 2.700 Tonnen Opium an. Um diesen Opiumkonsum zu bezahlen, beglich die chinesische Wirtschaft unwissentlich eine zerstörerische Seuche von sehr großem Ausmaß mit etwa 100 Millionen Unzen Silber, etwa 500 Tonnen Silber pro Jahr. Nach der Auflösung der Ostindien-Kompanie änderte sich die Situation nicht zum Besseren. Das Gegenteil war der Fall. Die englischen Kaufleute verloren eine wichtige Vermittlungsinstanz, um mit den chinesischen Behörden in Kanton zu verhandeln, sprich zu bestechen, und baten die Krone lautstark um eine neue Verhandlungsmöglichkeit. England entsandte keinen Kaufmann, sondern einen Admiral, Lord Napier. Er agierte als englischer Botschafter, der von den Chinesen weder gemocht noch anerkannt wurde. Sein Nachfolger war Charles Elliot, der einen viel besseren Durchblick hatte. Er war jedoch kaum in der Lage, die Scherben, die Lord Napier im Umgang mit den Chinesen hinterlassen hatte, wieder zusammenzufügen. Der engagierteste Kämpfer gegen das Opium war Li Zexu, der Gouverneur der Provinzen Hubei und Hunan. Und er war radikal, ganze Drogenlieferungen zu beschlagnahmen und zu vernichten. Außerdem verteilte er die Droge kostenlos, um die Abstinenz zu lindern.
Im Jahr 1839 wurde er vom Kaiser als außerordentlicher Kommissar zur Bekämpfung der Opiumpest eingesetzt. Li Shizhu führte eine Razzia durch und wies die Briten in Kanton an, alles Opium in ihrem Besitz an sein Büro zu liefern. Die Briten unterschätzten seine Absichten bei weitem und versuchten, einmal mehr, Zeit zu gewinnen. Li Shizhu durchschaute die britische Taktik jedoch schnell, umstellte die Quartiere der Ausländer militärisch und befahl allen chinesischen Bediensteten, sich davon fernzuhalten. Um das Schlimmste zu verhindern, überredete Sir Elliot die Händler, ihren Widerstand aufzugeben und den chinesischen Behörden rund 1270 Tonnen Opium zu übergeben. Gleichzeitig bot sich den Briten aber auch die Gelegenheit, eine kommerzielle Angelegenheit in eine politische zu verwandeln, denn die Chinesen besaßen die Dreistigkeit, britische Bürger 6 Wochen lang in ihre Häuser zu zwingen. Wie der chinesische Historiker Li Jianlong feststellt, Zitat, bewegten sich die chinesischen Mandarine auf allen Ebenen in einer Traumwelt. Sie forderten die Hongs lediglich auf, dafür zu sorgen, dass sich die Barbaren anständig und gesetzestreu verhielten, um sie unter Kontrolle zu halten. Sie waren sich der brennenden Lunte, die im riesigen Opiumgeschäft versteckt war, um einen Invasionskrieg der Briten zu entfachen, überhaupt nicht bewusst. Zitat Ende. Opium war ein schreckliches Übel und ein Affront für den Kaiser und die Chinesen. Der Zusammenprall zweier so unterschiedlicher Kulturen und Weltanschauungen war der Vorbote eines blutigen Sturms zwischen Ost und West. Um den Briten die Wiederaufnahme des Handels zu ermöglichen, verlangte Lin Shizhu, dass sich die britischen Kaufleute schriftlich verpflichteten, die Opiumeinfuhr einzustellen und sich im Falle eines strafrechtlichen Vorfalls der chinesischen Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, was die sofortige Hinrichtung von Schmugglern für solche Vorgehen einschloss, wenn sie in Flagranti erwischt wurden. Sir Elliot verbot den Untertanen ihrer Majestät die Unterschrift. Eine weitere Eskalation wurde durch einen Vorfall ausgelöst, bei dem ein britischer Seemann einen Chinesen in betrunkenem Zustand tötete. Lin Shizhu bestand darauf, dass er der chinesischen Gerichtsbarkeit übergeben wurde, während Elliot ihn an ein englisches Kriegsgericht auslieferte. Die Chinesen verschärften erneut die Bedingungen für englische Kaufleute. 1840 griff die 15.000 Mann starke britische Flotte Nordchina an und bombardierte mehrere Küstenstädte mit ihrer Marineartillerie. Die britischen Bedingungen für einen Waffenstillstand waren ein Wirtschafts- und Hafenstützpunkt in Hongkong, der direkt dem britischen Königshaus unterstellt war. Die Zahlungen von 6 Millionen mexikanischen Dollar, ein mexikanischer Dollar entsprach einer 50-Pesos-Münze oder 41,67 Gramm Silber, sprich 1,8 Millionen heutiger Euro, allerdings mit dem Kaufwert der damaligen Zeit, also etwa 13,5 Milliarden Euro von heute. Und die Wiedereröffnung des Hafens von Canton für britische Handelsgesellschaften. All dies wurde 1841 in der Chuanbi-Konvention vereinbart. Der Kaiser war mit den Verträgen nicht einverstanden, brach sie zweimal und versuchte, die Briten wieder ins Meer zurückzutreiben. Er hatte keinen Erfolg und unterzeichnete schließlich 1842 den Vertrag von Nanking, um seine Niederlage anzuerkennen.
Obwohl die Mandschus versuchten, sich so gut wie möglich in die Han-Gesellschaft zu integrieren, wurden sie nie wirklich akzeptieren und während des Taiping-Aufstandes zwischen 1850 und 1864 entlud sich diese Abneigung in einem solchen Ausmaß, dass die Dynastie um ihr Überleben fürchten musste. Der Ursprung dieser Rebellion ist in der Sekte der Gottesanbeter zu suchen. Diese Sekte wurde um 1835 von Hong Xiuquan 1814 bis 1864 gegründet. Er erklärte sich selbst zum jüngeren Bruder von Jesu Christi und hatte eine neue protestantisch-christliche Lehre mit starken synkretistischen Elementen entwickelt. Sie war durchdrungen von grundlegenden Aussagen über Gleichheit, Monotheismus und die Wiederherstellung der nationalen Würde der Chinesen nach dem gegen die Briten verlorenen Opiumkrieg. Aus dieser Sekte ging eine militarisierte Bewegung hervor, die bald darauf sogar einen Staat gründete mit dem Namen Himmlisches Reich des großen Friedens, trug und Nanjing als Hauptstadt wählte. Die eigentliche Geburtsstunde der Taiping-Bewegung waren jedoch ethnische Konflikte, da marginalisierte Gruppen in ihrem Überlebenskampf für neue Ideen empfänglich waren. In den Jahren 1836 und 1847 kam es beispielsweise zu zwei Aufständen der Yao-Minderheit, hinter denen der Kult des Weißen Lotus und die Triaden standen, die es verstanden, Minderheitenkonflikte für ihre Zwecke auszunutzen. Die Yao-Minderheit ist eine der 56 von der Volksrepublik China anerkannten nationalen Minderheiten. In China leben 2.796.000 Yao, gemäß Volkszählung 2010. Sie leben in den Bergregionen im Süden und Südwesten Chinas. Sie leben auch im Norden von Laos und Vietnam sowie in Myanmar. Etwa 60.000 Yao leben in Nordthailand. Sie werden zu den Bergvölkern gezählt. Die Yao in Thailand nennen sich selbst Mien oder Yu Mien, was Person, Individuum oder Wesen bedeutet. Der Weiße Lotus ist eine Sekte, die um 1133 unter der südlichen Song-Dynastie gegründet wurde. Sie gründete auf einer buddhistischen und taoistischen Weltanschauung, die mit manichäischen Elementen durchsetzt war. Die Triaden schließlich sind organisierte Verbrechersyndikate, welche ihren Ursprung in China haben. In den Medien und in der Literatur werden die Triaden manchmal auch als chinesische Mafia bezeichnet. Sie sind in Hongkong, Vietnam, Macau, Taiwan und China beheimatet, operieren aber auch weit außerhalb ihres Heimatlandes. Man schätzt, dass es in China über 5000 Triaden gibt, die sich oft miteinander verbünden. Bei einem weiteren Aufstand im Jahr 1849, nach einer Hungersnot, gelang es ebenfalls, die Minderheiten zu mobilisieren. 1853 führten die Taiping eine Landreform durch, die auch die Neuverteilung von Ackerland beinhaltete. Das Land wurde nach der Familieneinheit und der Anzahl ihrer Mitglieder, einschließlich der Frauen und Kinder, berechnet. Außerdem beschlossen sie ein auf dem Prinzip der Gemeinschaft gründendes System des Zusammenlebens einzuführen. Die Bevölkerung wurde in Gruppen von 25 Familien, Ku genannt, organisiert, die eigenständig für die Verwaltung, den Militärdienst, die Religion und die Produktion von Gütern zuständig waren. Politischer Führer wurde Hong Rengang 1822 bis 1864,
ein Cousin von Hong Xiuquan, der 1859 nach Nanjing gekommen war und im Westen ausgebildet wurde. Er schlug unter anderem eine Modernisierung des Taiping-Prüfungssystems vor. Diese Idee wurde jedoch anfangs 1861 wieder aufgegeben. Im Mai 1860 scheiterte der kaiserliche Angriff auf Nankin und führte zum Tod der Kommandeure. Daraufhin gingen die Taiping erneut in die Offensive, um das Yangtze-Delta und anschließend die Küste zu erobern. Dabei gerieten sie in Konflikt mit den Kolonialmächten England und Frankreich. Letztere waren offiziell neutral. Inoffiziell jedoch missbilligten ihre Vertreter den zerstörerischen Charakter des Taiping-Aufstands und die, ihrer Ansicht nach, blasphemischen und unmoralischen Überzeugungen. Sie befürchteten auch, dass die Taiping nicht in der Lage waren, China wirksam zu regieren und dass sie Wirtschaft und Handel ins Chaos stürzen würden. Die Entschlossenheit der Kolonialmächte, die Handelshäfen, insbesondere Shanghai, zu verteidigen, traf daher bald auf eine Annäherung an die Interessen der Qing-Regierung. Dies erschwerte den Taiping den Zugang zu modernen Waffen erheblich. Als die Taiping 1860 Shanghai angriffen, mit nur 3000 Mann, wurden sie von den Briten und Franzosen zurückgeschlagen, mit nur 1200 Mann und einigen Kanonenschiffen. Nur 4 Jahre später, 1864, marschierten die kaiserlichen Truppen gegen das Taiping-Reich, das nach dem Fall des strategischen, wichtigen Flusshafens Anqing eingekreist war. Hong Rengang überließ den Thron seinem jüngsten Sohn Hong Tiang-Huifu 1848 bis 1864 und verkündete, dass Gott die Hauptstadt Nanjing oder Tianjin verteidigen würde, doch als die kaiserlichen Truppen sich näherten, starb er an einer Lebensmittelvergiftung. Nach dem Fall der Hauptstadt 1864 wurden die meisten Taiping-Fürsten von den Qing gefangen genommen und hingerichtet. Im Norden ging der Kampf jedoch im Bündnis mit den Nian-Rebellen bis 1868 weiter. Die Nian rekrutierten sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus den Überlebenden der Rebellion des Weißen Lotus. Obwohl sie eigentlich nicht die Nachfolger dieser Sekte waren und daher keine religiöse Komponente innehatten. Nach der Niederschlagung des Aufstandes brach im Gebiet nördlich des Huai-Flusses zwischen Henan, Anhui und Jiangsu das Banditentum von entlassenen Soldaten und überlebenden Aufständigen aus. Dieses Banditentum wurde durch lokale Beamte, welche die Verantwortung scheuten und aufgrund der relativen Unterentwicklung der Region, Hungersnot durch Überschwemmungen und Dürren, begünstigt. Einem offiziellen Bericht aus dem Jahr 1814 zufolge organisierten sich Banden von bis zu 100 Männern und lebten von Plünderung, Erpressung und Salzschmuggel. Sie wurden Nianxi oder auch Nianzhu oder eben Nian genannt. Eine weitere Rebellion fand im südlichen Teil Chinas statt, die von den Miao bis 1872 durchgeführt wurde. Die Miao oder Hmong sind ein indigenes Volk in Ostasien. Sie leben hauptsächlich in den bergigen und bewaldeten Gebieten von Laos, Vietnam und Thailand. In China gehören sie zur Nationalität der Miao, die über 9 Millionen Menschen umfasst. Nach dem Ende der Aufstände
flohen viele Taiping-Rebellen nach Vietnam, wo sie bis 1884 als Partisanen mit schwarzer Flagge gegen die Franzosen kämpften. Die moderne Geschichtsschreibung geht davon aus, dass das Taiping-Reich und sein Untergang 35 Millionen Todesopfer forderte. Einer der Hauptfaktoren, der sich negativ auf die Entwicklung Chinas im 19. Jahrhundert auswirkte, war die Art und Weise, wie sich das Reich der Mitte mit anderen Nationen verglich. Die kulturelle Eigenart des Riesenreichs tolerierte Disharmonien und Ungleichgewichte nur sehr schlecht, wie die taoistische und konfuzianische Kultur sie lehrte. Ihre Weltanschauung führte die Chinesen fast zwangsläufig zu einer von Vorurteilen geprägten Mentalität, die andere Nationen als barbarisch und unzivilisiert ansahen. Insbesondere war diese Epoche von Spannungen und Kriegen mit dem Westen, insbesondere mit England, aber nicht nur, geprägt, was die Feindseligkeiten gegenüber allem, was China jenseits der großen Mauer erreichte, nur noch verstärkte. Kaiser Xianggeng starb 1861 im Alter von nur 30 Jahren. Bevor er starb, ernannte er einen Regenten. Eine seiner Konkubinen, Qi Shi, 1835 bis 1908, gebar den zukünftigen Kinderkaiser Tongxi, 1856 bis 1875, und war 47 Jahre lang de facto das politische Oberhaupt Chinas. Der Opiumkrieg hatte die makroskopischen Schwächen der chinesischen Armeen ans Licht gebracht. Qi Shi begann, sie vollständig umzubauen. Den britischen Stahldampfkriegsschiffen hatte China eine Flotte von hölzernen Segelschiffen entgegengesetzt. Wie in der Vergangenheit hatten die Chinesen bei der Aufstellung ihrer Armee auf die Zahl der Soldaten und damit auf Masse gesetzt. Als sie von einer mit moderner, mobilen Artillerie ausgestatteten Armee angegriffen wurden, verloren sie die Schlacht, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Qi Shi verstand diese Lektion sehr gut und versuchte, eine schnelle und effiziente Armee zu schaffen. Unter anderem schuf sie die berühmte und mächtige Beiyang-Armee, die bis zur maoistischen Revolution eine zentrale Rolle in der chinesischen Politik spielen sollte. Diese Armee hatte ihre Wurzeln in den Rebellenbewegungen, die zur Gründung der Ming-Dynastie geführt hatten. Im Gegensatz zu den kaiserlichen Berufsarmeen gründete die Beiyang-Armee auf einem Milizsystem, das auf Loyalität und Treue gegenüber den Befehlshabern in Person und nicht auf einem abstrakten, institutionellen Eid beruhte. Die moderne Version der Beiyang-Armee wurde von General Li Hongshan 1823 bis 1901 gegründet und war sehr stark in ihrer eigenen Tradition verwurzelt. Sie sollte die Hauptfigur der Revolution von 1911 werden und aus ihr gingen die Heeren des Krieges hervor. Die Herren des Krieges hervor. Der Niedergang der Qing-Dynastie wurde mit dem chinesischen-japanischen Krieg von 1894 unmissverständlich deutlich. Schon vor dem Ausbruch des Krieges wetteiferten China und Japan um die Vorherrschaft in Korea, das traditionell ein tributpflichtiger Vasallenstaat Chinas unter der Joseon-Dynastie gewesen war. Die Joseon-Dynastie, die Korea von 1392 bis 1897 regierte, war eine der am längsten regierenden und einflussreichsten Dynastien der koreanischen Geschichte und hinterließ ein tiefgreifendes Erbe in Kultur,
Politik, Kunst und Gesellschaft des Landes. Während ihrer mehr als 500 Jahre währenden Herrschaft festigte sich Korea zu einem stark zentralisierten, konfuzianischen Staat mit einer reichen kulturellen und künstlerischen Tradition. Die Joseon-Dynastie wurde 1392 von Yi Seong-je, König Taizhou, gegründet, einem General, der die Goryeo-Dynastie stürzte. Sein Aufstieg zur Macht fiel in eine Zeit politischer und militärischer Turbulenzen, die durch Konflikte mit den Mongolen und dem wachsenden Einfluss der chinesischen Ming-Dynastie gekennzeichnet waren. Ji Seong-je errichtete die neue Hauptstadt Hanyang, das heutige Seoul, und machte den Konfuzianismus zu einer Staatsideologie, indem er den während der Goryeo-Dynastie vorherrschenden Buddhismus aufgab. Dies markierte einen bedeutenden kulturellen und politischen Wandel. Die Joseon-Dynastie führte eine bürokratische Regierung ein, die sich auf das kaiserliche Prüfungssystem, das Gwageo, stützte, das dem chinesischen ähnelte und bei dem die Beamten auf der Grundlage ihrer Verdienste ausgewählt wurden. Die Gesellschaftsstruktur war streng geschichtet, mit dem König an der Spitze, gefolgt von Adligen, den Yanbang, Bauern, Handwerkern und Kaufleuten. Einer der wichtigsten Errungenschaften der Dynastie war die Einführung des Hangul-Schreibsystems im Jahr 1443, während der Herrschaft von König Sejong dem Großen. Dieses Alphabet vereinfachte das Schreiben und ermöglichte eine größere Alphabetisierung der Arbeiterklasse. Während ihrer 500-jährigen Geschichte erlebten die Joseon-Dynastie zahlreiche Krisenzeiten. Sie musste sich gegen japanische Invasionsversuche wehren, die als Imjin-Kriege bekannt wurden. Diese Versuche, die koreanische Halbinsel zu erobern, wurden von General Toyotomi Hideyoshi angeführt, der Korea erobern wollte, um von da aus China zu erobern. Auf die japanischen Eroberungsversuche folgten jene der Mandschus, die Korea zu einem Tributstaat machten. Ab dem 17. Jahrhundert schwächten die Kämpfe zwischen den Hofparteien Sagovdang die Zentralmacht. Die Kluft zwischen den Adligen und den unteren Schichten wuchs, was zu Bauernaufständen führte. Die Joseon-Dynastie endete offiziell 1897, als sich König Gojong zum Kaiser erklärte und das große koreanische Reich Daehan Jaeguk gründete. Das Königreich befand sich jedoch bereits seit Jahrzehnten im Niedergang. Das China der Qing-Dynastie, Japan und die Westmächte kontrollierten Korea zunehmend. Der politische Status der koreanischen Halbinsel war umstritten. Zur Zeit der Meiji-Restauration, auch Meiji-Erneuerung oder Meiji-Revolution genannt, was sich auf den politischen Umbruch von 1868 und den Beginn einer neuen Regierungsform im Kaiserreich Japan bezieht, auf den wir später noch eingehen werden, versuchten China, Japan und Russland ihre Expansionspolitik in dieser Region auszuweiten, da sie reich an Kohle und Eisenerz war, beides für die Industrialisierung unerlässlich. Korea hingegen wollte seine Abgeschiedenheit und seine Tributpflicht gegenüber China bewahren, wofür es im Gegenzug Schutz erhielt. Um 1875 gestattete die chinesische Qing-Dynastie die Anerkennung Koreas als unabhängiger Staat.
Die koreanische Bevölkerung war gespalten zwischen den Konservativen im Norden, die enge Beziehungen zu China anstrebten, und den Reformisten im Süden, die Korea modernisieren und engere Beziehungen zu Japan anstrengen wollten. Streitigkeiten über den politischen Status Koreas führten 1894 zum ersten Chinesisch-Japanischen Krieg. Die offizielle Kriegserklärung Japans an China erfolgte, nachdem Japan die Kontrolle über den Königspalast in Seoul übernommen hatte. Die moderne, gut ausgerüstete und gut ausgebildete kaiserliche japanische Armee besiegte die Chinesen in einer Reihe von Schlachten um Seoul und Pjöngjang. Ein Großteil der chinesischen Flotte wurde zerstört und die japanischen Truppen drangen weiter in die Mandschurei vor. Nach diesen anhaltenden Niederlagen unterzeichnete das chinesische Kaiserreich im April 1895 den Vertrag von Shimonoseki. Am Ende des Krieges wurde Taiwan eine Kolonie Japans und Korea ein offiziell unabhängiger Staat. Mit dieser Niederlage verlor China auch seine Hauptrolle als führender Staat in der asiatischen Politik und wurde in dieser Hinsicht durch Japan ersetzt. Diese Verlagerung des Einflusses von Peking nach Tokio bedeutete gewissermaßen den Verlust der Legitimität der Qing-Dynastie als Regierung und der klassischen chinesischen Tradition. In dieser Situation der Schwäche wurde der westliche Druck auf die Kontrolle der Märkte und Ressourcen des Reichs der Mitte zusehends stärker. Die Industrialisierung in Europa hatte die Kapazität erreicht, mehr zu produzieren, als für den eigenen Verbrauch nötig war. Dies zwang die Unternehmer dazu, neue Ressourcenquellen und neue Märkte zu erschließen. Ein epochaler Zusammenstoß zwischen den alten und müden asiatischen Zivilisationen und einer kräftigen und wieder auflebenden europäischen Zivilisation nahm seinen Lauf mit unvorhersehbarer und manchmal verheerender Dynamik. Ausgehend von Indien im frühen 16. Jahrhundert umsegelten die Portugiesen, wie bereits erwähnt, Malaysia und erreichten Kanton, das heutige Guangzhou, im Jahr 1517. Nur 40 Jahre später erhielten sie von China als Gegenleistung für ihre Hilfe im Kampf gegen Piraten die Erlaubnis, in Macau Marine- und Handelsstützpunkte einzurichten und diese nach eigenem Gutdünken zu verwalten. Die Portugiesen bauten riesige Opiumfabriken. Im Jahr 1571 kamen die Spanier und eroberten die Philippinen und die Insel Formosa, auch Taiwan oder Taipei genannt. 1637 segelten zunächst die Niederländer und dann die Engländer mit Kriegsschiffen den Perfluss hinauf und errichteten dort mit Hilfe ihrer Kanonen Marine- und Handelsstützpunkte. In der Zwischenzeit hatten die Portugiesen, wie bereits beschrieben, den Chinesen das Rauchen und den Kauf von Tabak beigebracht und damit den Weg für das Opiumrauchen in China geebnet. Mit der Unterzeichnung des bereits erwähnten Vertrags von Nankin 1842 zogen sich die Briten nach Hongkong zurück und eröffneten Handelsstützpunkte in Amoy, Fuzhou, Ningpo, Kanton und Shanghai, wobei sie sich auch das Privileg vorbehielten, die Gerichtsbarkeit über ihre eigenen Bürger auszuüben, die in China Verbrechen begingen. Dieses Beispiel der extraterritorialen Gerichtsbarkeit folgten auch Frankreich und die Vereinigten Staaten von Amerika. Nach dem Zweiten Opiumkrieg, also jener zwischen 1856 und 1860, drangen die Westmächte rücksichtslos in die chinesischen Gebiete ein. Russland beanspruchte die Gebiete nördlich der Flüsse Amur und Ussuri für sich. Deutschland erhob 1898 Anspruch auf die Provinz Shandong
und im selben Jahr besetzten die Vereinigten Staaten von Amerika die Philippinen und die Franzosen besetzten Indochina. In China erkannten große Teile der herrschenden Klasse die Notwendigkeit, den Staat zu reformieren und zu modernisieren, und so befand sich die Qing-Dynastie in einem Dilemma zwischen den revolutionären Reformisten und dem erzkonservativen Adel. Sie versuchten, einen Mittelweg zu finden, mit dem Ergebnis, dass sie beide Seiten irritieren. Cixi konnte keine andere Antwort finden, als 30 Millionen Silbermünzen aus der Staatskasse abzuziehen, um ihren 60. Geburtstag zu finanzieren und alle Reformprojekte zu unterdrücken. In einem verzweifelten Versuch, eine Welt zu bewahren, die nur in der traumhaften Wahrnehmung oder dem Glauben der Dynastie existierten, startete sie eine sehr populistische, xenophobe Hasskampagne, die so effektiv war, dass sie relativ bald zu ganzen Volksbewegungen ausartete. Es bildeten sich Bürgerwehren gegen den Kolonialismus und die kulturelle Kontaminierung Chinas, die sich Xi-Ye-Tuan, sprich dörfliche Selbstverteidigung, Gerechtigkeits- und Einheitsgruppen nannten. Die Bewegung fand ihren sozialen Klebstoff und das entsprechende Kampftraining in Kampfsportschulen und gab sich auch den Namen Gerechtigkeits- und Einheitsboxer, bei uns auch als Boxer bekannt. Der Boxeraufstand begann im November 1899 mit der Forderung, alle Ausländer aus China zu vertreiben. Kurz darauf begannen sie mit der wahllosen Ermordung aller Christen und griffen unter der Regie von Cixi das Diplomatenviertel in Peking an und töteten den deutschen Botschafter Baron von Kettler. Kaiser Wilhelm II. 1859 bis 1941 schickte Truppen nach China, gab ihnen den ausdrücklichen Befehl, Peking dem Erdboden gleichzumachen und fügte hinzu, Zitat, wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel, also unter Attila, sich einen Namen gemacht haben, der sie auch heute noch in der Tradition furchtbar erscheinen lässt, so möge der Name Deutschlands in China so bekannt werden, dass nie wieder ein Chinese es wagen wird, einen Deutschen auch nur mit Verachtung anzusehen. Zitat Ende. Peking wurde zwar nicht dem Erdboden gleichgemacht, aber die vom Kaiser geforderten Gräueltaten blieben nicht aus. Mit dem Bündnis der 8 Nationen, Österreich, Ungarn, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Russland und die Vereinigten Staaten und dem darauffolgenden Krieg wurde der Boxeraufstand vollständig niedergeschlagen und im Blut ertränkt. Die Allianz forderte von China 330 Millionen $, heute etwa 11 Milliarden Euro, Entschädigung. Die meisten Kunst- und Handwerksgegenstände aus der verbotenen Stadt wurden geplündert und fanden in Museen und Privatsammlungen im Westen ein neues Zuhause. Bis dahin war die chinesische Wirtschaft 6000 Jahre lang hauptsächlich von der Landwirtschaft geprägt gewesen. Vor allem Getreide wurde angebaut, Hirse und Reis, Weizen und Hafer. Reis wurde auch zur Herstellung eines fermentierten Getränks, Reiswein, in Japan Sake genannt, verwendet, das von den chinesischen Bauern nur in sehr geringem Maße konsumiert wurde, da sie Tee bevorzugten. Ursprünglich als medizinisches Getränk betrachtet, wurde der Teekonsum vor allem während der Tang-Dynastie so populär, dass sogar die Teezeremonie aufgenommen wurde. Hülsenfrüchte wie Soja und Bohnensprossen wurden konsumiert. Knoblauch und Zwiebeln wurden zu zentralen Elementen der chinesischen Küche.
Auch Obst wurde in großem Umfang angebaut und der Fleischkonsum stand eigentlich am Ende des Speiseplans. Ochsen und Büffel wurden hauptsächlich als Arbeitstiere verwendet und stattdessen standen Schweine- und Hühnerfleisch auf dem Speiseplan. Fisch, sowohl aus Flüssen als auch aus dem Meer, wurde sehr häufig gegessen. Die chinesische Küche der Armen bestand hauptsächlich aus gekochtem Reis, Hülsenfrüchten, Nudeln und Fisch. Die reichen und wohlhabenden Chinesen der Mittelschicht fügten dem Speiseplan Hühner- und Schweinefleisch hinzu. Die wirklich reichen Chinesen hatten eine deutliche Vorliebe für Entenfleisch. Kuhmilch wurde nur sehr selten konsumiert und Eier waren nie frisch. Aus Sojabohnen wurde eine pflanzliche Milch gewonnen, aus der eine Art Käse, Tofu genannt, hergestellt wurde. Während der Qing-Dynastie erreichte die Kochkunst ihren Höhepunkt in Bezug auf Quantität und Qualität. Alles, was in irgendeiner Weise essbar war, wurde verwendet. Brühen wurden mit Seetang oder Vogelnestern zubereitet, vor allem Schwalbennestern galten als Delikatesse, denn ihr Speichelsekret, das das Nest zusammenklebte, war offenbar besonders schmackhaft. Auch die Flossen von Haien oder die Innereien von Fischen waren sehr wertvolle Zutaten für Suppen. Grashüpfer und Würmer, Seidenraupen und Pferde, Maultiere und Mäuse, Schlangen und Katzen hielten Einzug in die chinesische Küche. Die Chinesen liebten und lieben das Essen und die Reichen gönnten sich oft 40 Gänge-Menüs, die 4 bis 6 Stunden andauerten. Die chinesische Küche ist eine der ältesten und vielfältigsten der Welt mit einer jahrtausendealten Tradition. Sie spiegelt die große geografische, kulturelle und historische Vielfalt Chinas wider und jede Region des Landes hat ihre eigenen charakteristischen Gerichte. Zutaten und kulinarische Techniken entwickelt. Einige Merkmale der chinesischen Küche sind allgemeingültig, wie zum Beispiel die Verwendung von Öl, Soja, Ingwer, Knoblauch, Sojasauce, Nudeln und Reis. Aber die regionalen Unterschiede sind enorm. Die kulinarische Traditionen Chinas werden in der Regel in 4 große regionale Schulen unterteilt, von denen jede ihre eigenen charakteristischen Merkmale aufweist. Die nördliche Küche ist reich an Weizen statt an Reis und umfasst Gerichte auf der Grundlage von Nudeln, Pfannkuchen und Jiaozi, sprich die chinesischen Teigtaschen. Die Zutaten sind in der Regel kräftiger und es werden viel Knoblauch und Zwiebeln verwendet. Außerdem gibt es die berühmte Peking-Ente, die für ihre Knusprigkeit und ihr zartes Fleisch eben berühmt ist. Die kantonesische Küche im südlichen Teil Chinas ist im Ausland wahrscheinlich am bekanntesten und berühmt für ihre Vielfalt und Frische der Zutaten. Die Gerichte sind in der Regel leichter und delikater und es werden viel Meeresfrüchte, frisches Gemüse und Schweinefleisch verwendet. Die Huaiyang und die Yangshu-Küche sind in Zentralchina zu finden. Die zentralchinesische Küche zeichnet sich durch ihre Feinheit und die elegante Zubereitung der Gerichte aus. Die Verwendung von reichhaltigen Brühen, frischen Zutaten und viel Fisch sind typisch für diese Region. Im Gegensatz dazu ist die südwestliche Küche, sprich die Küche von Sichuan, Hunan oder Yunnan, berühmt für die Verwendung von scharfen und würzigen Gewürzen, wie zum Beispiel den Sichuan-Pfeffer, und für die Verwendung fermentierter Zutaten. Die Küche von Hunan ist ebenso würzig, aber tendenziell frischer und weniger ölig, während die Küche von Yunnan eher von tibetischen Traditionen und Pilz- und Kräutergerichten beeinflusst ist.
Aber kehren wir zurück zum Boxeraufstand. Nach dem Scheitern des Boxeraufstands neigte sich die Qing-Dynastie rasch ihrem Ende zu. Die horrende Summe, die von China als Reparationszahlung gefordert wurde, zwang das Reich der Mitte in die Knie. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Russland und Japan beschlossen, auf einen erheblichen Teil der von den Chinesen geforderten Summen zu verzichten, unter der Bedingung, dass die erlassenen Beiträge für die Ausbildung an Universitäten nach amerikanischem, britischem, russischem und japanischem Vorbild verwendet würden. Es wurde erwartet, dass diese Maßnahme zu einer relativ schnellen Modernisierung des Landes führen würde. In Wirklichkeit machten jedes Jahr Tausende von jungen Chinesen ihren Abschluss an diesen Hochschulen und wanderten dann in die Vereinigten Staaten und nach Europa aus. Sie verloren den Glauben an ihre Väter und damit auch das Bewusstsein für die Tiefe der Werte ihrer nationalen Kultur. Sie nahmen eine neue Kultur an, ohne ein angemessenes Bewusstsein für ihre Herkunftskultur zu haben. Sie pflanzten einen Samen in einen Boden, der nicht darauf vorbereitet war, die neuen Triebe in so kurzer Zeit aufzunehmen und entsprechend zu wachsen. Als die jungen Akademiker nach ihrem Aufenthalt im Westen nach China zurückkehrten, ertrugen sie den gemächlichen Lebensrhythmus und die Sitten ihres Heimatlandes nur schwer. Folglich säten sie in jeder Stadt die Saat der Kritik und der Revolte gegen das alte System und beschleunigten so den schleichenden Prozess des Endes der Entwicklungsfähigkeit des kaiserlichen Chinas. Nach dem Tod von Kaiser Guangxu 1906 und der Übermacht von Qixi 1908 ging der Thron an das Kaiserkind Pu Yi, Sohn von Prinz Saifeng, der 1883 bis 1951 lebte, über, der zum Regent ernannt wurde. Er versuchte einige bedeutende Reformen durchzuführen. So versuchte er beispielsweise, die Foltermethoden einzuschränken oder abzuschaffen. Die Chinesen waren und sind immer noch berühmt für ihre Foltermethoden im kaiserlichen China. Die Vielfalt und Grausamkeit der Folter hatte im Westen einen sprichwörtlichen Status. Nicht, dass andere Kulturen die Chinesen um ihre Foltermethoden zu beneiden gehabt hätten. Von den Ägyptern bis zu den Griechen, von den Römern bis zur Inquisition und sogar von der Aufklärung bis in die heutige Zeit ist die Folter in der ganzen Welt noch weit verbreitet. Die Foltermethoden des kaiserlichen China waren komplex und äußerst wirksam. Zum Beispiel der Schlafentzug, bei dem der Blutdruck sehr stark ansteigt und Halluzinationen hervorruft, in verschiedenen Anwendungen. Oder der Wassertropfen, der immer wieder auf dieselbe Stelle der Stirn spritzt und den Gefolterten in den Wahnsinn treibt. Es gab die Folter des sogenannten gekrümmten Vogels, bei der sich der Gefolterte hinstellen, nach vorne beugen, die Arme waagrecht ausstrecken und in jeder Hand einen Becher mit Wasser halten musste. Wenn die Becher zu Boden fielen, wurden sie von ihren Peinigern mit Bambusschlägen auf die Fußsohlen und das Gesäß geschlagen. Eine andere Form der Folter bestand darin, die gefolterte Person an den Knien oder an mehreren Körperteilen fest an eine Bambusstange oder Stangen zu binden, ohne dass sie sich bewegen konnte. Oder das Kitzeln an den Füßen, sobald der Gefolterte vom Schlaf überwältigt wurde. Dann gab es die schmerzhaften und grausamen Folterungen, die zum Tod führten. Zum Beispiel die umgekehrte Säge, die darin bestand, den Täter zu Tode zu foltern, indem man ihn
der Länge nach mit einer stumpfen Bambussäge zersägte, während sein Kopf in einem Eimer getaucht und seine Beine gespreizt waren. Die Qualen, die bei dieser Art von Folter erlitten werden, sind kaum vorstellbar, da der Tod relativ langsam eintritt und das Opfer in seinen eigenen Fäkalien und in seinem Blut ertränkt wird. Oder die Ziegenfolter, bei der die Füße des Gefolterten fixiert und mit Salzwasser bestrichen wurden. Anschließend leckte eine Ziege mit ihrer rauen Zunge über die Fußsohlen, bis der Gefolterte außer sich war oder seine Füße voller offenen Wunden waren, die sich infizierten und eiterten und dem Opfer entsetzliche Schmerzen bereiteten. Eine andere Form der tödlichen Folter war eine, bei der Bambussplitter unter die Zehen und Fingernägel gesteckt wurden, was schreckliche Schmerzen und Infektionen verursachte. Besonders grausam war das sogenannte Bambusbett. Es bestand aus einem Gestell, auf das weitmaschige Seile gespannt waren. Der Gefolterte wurde so an dieses Bett gefesselt, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Dann wurde er auf einen im 45-Grad-Winkel geschnittenen Bambus gelegt. Einige Bambusarten wachsen pro Tag zwischen einigen Zentimetern und einem ganzen Meter. Und so wuchs der Bambus durch den Gefolterten hindurch, so dass dieser einen tagelangen, qualvollen Kampf gegen den Tod erlebte. Mit dem Aufkommen des republikanischen Chinas wurden alle soeben beschriebenen Formen der Folter abgeschafft. Kehren wir zurück zum Niedergang der Qing-Dynastie und gleichzeitig zu jenem des kaiserlichen Chinas. Zhai Feng gründete 1909 die Kaiserliche Bibliothek, später umbenannt in Nationalbibliothek von China. Mit ihren 24 Millionen Bänden ist sie die größte Bibliothek in Asien und einer der größten der Welt. Um 1911 schuf er das Kaiserliche Familienkabinett, das fast ausschließlich aus Mandschus bestand. Und diese Maßnahme zerstörte das ohnehin fragile Gleichgewicht des kaiserlichen Hofes völlig. Die von Cixi eingeleitete Armeereform hatte unter anderem in der Stadt Wunchang am Ufer des Yangtze-Kiang die modernsten Waffenproduktionsanlage Chinas geschaffen. Viele Offiziere und Soldaten, die dort dienten, waren stark von den Ideen Sun Yat-sens beeinflusst und schlossen sich revolutionären Organisationen an. Aus diesem Grund beschafften sie sowohl Waffen als auch Sprengsätze. Beim Bau einer Bombe explodierte diese unerwartet und bei den anschließenden Ermittlungen stieß die kaiserliche Polizei auf diese geheimen revolutionären Organisationen. Die Angehörigen der Armee mussten nun um ihre Karriere und um ihre Verhaftung fürchten. Also organisierten sie kurzerhand einen Staatsstreich und ergriffen die Macht. Gleichzeitig forderten sie per Telegramm alle anderen Provinzkommandos auf, die Unabhängigkeit vom Kaiser zu erklären. Innerhalb von nur 6 Wochen schlossen sich 15 Provinzen der Revolte an. Sun Yat-sen von 1866 bis 1925 war der Sohn eines Bauern aus Kanton. In seiner Jugend wurde er ein fanatischer Christ, so sehr, dass er einen taoistischen Tempel in seiner Nachbarschaft verunstaltete. Ein älterer Bruder, der nach Hawaii ausgewandert war, nahm ihn nach Honolulu mit und brachte ihn in einem von einem anglikanischen Bischof geleiteten Internat unter, wo er eine ausschließlich westliche Erziehung erhielt. Er war der erste Chinese, der an einer westlichen Fakultät einen Doktortitel in Medizin erwarb. Er verlor jeglichen religiösen Glauben und litt sehr unter dem Gedanken an die Verwüstung in seinem Heimatland.
Die Schwäche der Qing-Dynastie und die überhebliche Haltung des Westens führten Sun Yat-sen zu der Erkenntnis, dass diese unhaltbare Situation nur durch eine radikale Revolution überwunden werden konnte. Er war überzeugt, dass der Weg zur Wiedergeburt Chinas nur über die Zerstörung der Mandschu-Macht führen konnte. Seine ersten Aktionen waren von Idealismus und großer Naivität geprägt. Er ging an den kaiserlichen Hof, um seine Reformpläne vorzustellen. Natürlich wurde er weder willkommen geheißen noch angehört. Also reiste er 15 Jahre lang durch die Welt, um finanzielle Mittel und politischen Konsens für eine Revolution zu finden. In China selbst suchte er vor allem die Unterstützung von Handelsorganisationen und Geheimgesellschaften. Die meisten Mitglieder der letzteren waren Bürger, vor allem Kaufleute sowie Industrielle. Die Nachricht vom Wun-Chang-Aufstand erreichte ihn unerwartet in Denver, Colorado. Er erfuhr von der Revolution aus der Presse. Er reiste Hals über Kopf nach China, setzte sich an die Spitze der Aufstandsbewegung im Süden des Landes und rief die Republik China aus, deren erster Präsident er wurde. Der Regent des kaiserlichen Throns, Chu-Un, 1883 bis 1951, war nicht in der Lage, dem Zerfall des Reiches innerhalb weniger Wochen entgegenzuwirken und erließ ein für die chinesische Geschichte sehr charakteristisches Edikt. Zitat: Heute ruft das Volk des gesamten Reiches die Republik aus. Der Wille der Vorsehung ist eindeutig und der Wille des Volkes ist ebenso eindeutig. Wie könnte ich mich um des Ruhmes willen und zur Ehre einer Familie gegen den Willen von Millionen von Bürgern stellen? Aus diesem Grund und in voller Übereinstimmung mit seiner himmlischen Hoheit, dem Kaiser, beschließe ich, dass die künftige Regierungsform Chinas eine konstitutionelle Republik sein soll, in der Hoffnung, dem Volkswillen aller Bürger des Reiches gerecht zu werden und in Übereinstimmung mit dem alten Gesetz, die den Thron als öffentliches Eigentum betrachten. Das war die Geschichte Chinas Teil 7, das letzte Kaiserreich, die Qing-Dynastie und die Geburt des modernen China. Präsentiert von der Akademie der Vernunft und Baruch. Wenn du uns unterstützen möchtest, abonniere den Kanal und hinterlasse uns einen Like. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt hast, kannst du einen Kommentar hinterlassen. Wir versuchen, alle Anfragen zu beantworten. Vielen Dank für deinen Besuch und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.